gucken, ob das klappt. Ich habe ein bisschen umgestellt. Ich hatte letztes Mal auf Grafikkarte. Vielleicht lag es daran, weil Grafikkarte ist nicht die beste. Die hat keinen Ton, ne? Warum habt ihr keinen Ton? So, jetzt habt ihr Ton. Also ich habe den jetzt leise laufen. Ja, wir kommen zu Tribeca Festival Spotlight, ne? Hieß das. Achso, hier ist meine Gaming-Liste. Was so rauskommt. Ich hoffe, es läuft heute. Ich glaube, es geht auch nicht so lange, glaube ich. Die haben nicht so viele Spiele. Aber Hauptgrundding ist halt A Plague Tale Innocence. Nein, das heißt... wo ist es denn? Ich hab's hier schon irgendwo... Das hat noch kein Datum. A Plague Tale Requiem. Requiem. Ich gehe mal auf die Seite von denen. Tribeca Festival Spotlight, ne? Ich hatte heute Morgen eine Seite gesehen. Games. Ah, hier. Hier ist die Seite. Ist anscheinend so eine Pressekonferenz in New York. Also so eine Messe, ne? Messe. Und das sind dann halt die Games. A Plague Tale, Requiem, Arcadia, Dusk Falls, Cuphead, Immortality, Oxenfree 2. Ich kenne die alle gar nicht. Bis auf das hier halt. Deswegen bin ich eigentlich angekommen. The Cup, Thirsty, Suitors, Venba. Die sieht man auch hier alle. Also hier raus. Die sieht man hier alle. Ja, ich bin gespannt. Wie viele Spiele sind das? 9 Stück. Vielleicht werden sie auch nur Gameplay zeigen, also viel Gameplay zeigen. Dass es deswegen so krass sein wird. Läuft da viel besser, ey. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch auf niedrige Latenz gemacht. Das heißt, ich habe gelesen, da stand irgendwie was stand da? Dass man mit dem Chat interagieren kann, dann ist es hohe Latenz wichtig. Ich meine, das wäre an die Qualität, aber das hat nichts mit der Qualität zu tun. Latenz ist die Verzögerung. Ich guck mal, ja. Ich guck mal, wie die Qualität bei mir ist. Ja, geht fit. Wäre ich nicht live, wäre das, glaube ich, noch einen Ticken besser. Ja. Wie viel Unterschied ist da? 10 Sekunden aber nur. Also so ein Unterschied ist ja jetzt nicht. So, mal. Ich bin schon gespannt. Ich kann mal ein bisschen lauter. Ah, hier kommt mal gleich lauter. Eben war Netflix Geeked, da kamen noch ein paar Serien raus, Gaming-Serien raus. Also an Animationen. Das waren Castlevania, Tekken, Serie-Animation habe ich gesehen. Und Dragon Age Serie. Keine Ahnung. Als Animation halt alles. Ja. So. Geht fit, ne? Geht fit. Wunderbar, dass alles läuft. Und das sind nur 10 Sekunden Unterschied, das ist echt krass. Ich hoffe, es bleibt auch so gut. Weißt du, das ist immer das Doofe, ne? Anfangs ist alles super und am Ende hast verkackt. Ich kann ja mal Vollbild machen. Und da sind noch 3 Minuten. Bisschen lauter. Bei mir auf den Ohren.
So. Jo. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt eigentlich auf die Xbox Speedtester-Konferenz. Das wird richtig geil. Und ich habe auch, weiß nicht, ob ihr es habt oder nicht. Ich habe hier extra diese Wecker, Countdown-Wecker. Kann ich mal zeigen. Wenn man es lesen kann, bei der Verpixelung. Also morgen Future Game Show, 60 Minuten, 21 Uhr, also genauso wie heute. Und dann am Sonntag Xbox Speedtester Game Show, 90 Minuten um 19 Uhr. Und danach direkt PC Gaming Show, 21:30 Uhr, ich weiß nicht, eine Stunde. Wie lange geht die denn mal? Ich guck mal gerade. Ja, und die ganzen Sachen konnte ich gestern auch noch hochladen. Das war mitten in der Nacht, habe ich noch alles hochgeladen. Das ist schon... 1,5 Stunden geht PC Gaming Show. Also normalerweise. Kam letztes Jahr keine PC... So. Stunde 15 bis Stunde 30. Also bis 11 Uhr sind wir da auch krass on point. Capcom Showcase. Aber mitten in der Nacht ist das. Wie lange geht's zu Capcom? Hat schon nie Capcom? Ein Showcase? Okay. Hab nichts gefunden davon. Aber ich glaube, Square Enix ist auch dabei, oder? Wenn mich nicht täuscht. Xbox Speedtester Showcase halt, ne? Also, die hatten so viel hier, also 90 Minuten, dass sie hier auch noch was rausballern müssen. Ich weiß nicht, wie lange das da geht. Hat man nicht gesagt, ne? Könnte eine halbe Stunde sein, könnte aber auch eine Stunde sein. Ja, das hier, ich weiß nicht, ob ich das streamen soll. Final Fantasy VII Jubiläums-Event habe ich heute gesehen. So kommt am 16.06. um mitten in der Nacht, also das ist wieder eine blöde Zeit. Aber vielleicht wird da halt der Remake, der nächste Remake zu Final Fantasy VII angekündigt. Wäre auf jeden Fall denkbar, ne? Ja, und dann, das hier ist Munkelei. Das ist bestätigt. Aber irgendwann muss ja die PlayStation Showcase kommen. Okay. Ja, das hat gerade wieder nachgedacht. Also, der wechselt bei mir immer die Desktops im Hintergrund. Muss ich eigentlich mal ausstellen. Oh, fängt an. Mal ein bisschen lauter. Ich kenne Tribeca, habe ich schon nie von gehört, Tribeca. Das ist die Entwickler, ne? Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love, and fresh perspectives and new adventures. Some tell stories about family, cultural identity, and coming of age as a child, a teen, or Nee, an es ist die adult Veranstaltung. facing a world that never stops changing. Das ist einfach eine Veranstaltung, okay. Ja, das sind genau die Spiele, die ich gesagt hatte. Others explore our fears about the future through dystopian tales of environmental ruin or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play, and challenge ourselves. Whether that means a much needed Ich hoffe einfach mal, dass die Inside diese Woche angekündigt wird. Weil irgendwie davon hat man nichts gehört, ne? Eigentlich schade. Wäre schade, wenn das hier verschoben wird. Tribeca Games Selection. It isn't always easy going back to the place where you grew up. For Jala,
the star of Thirsty Suitors, Guck mal grad. going back home for her sister's wedding läuft means alles. that she's going to be facing unresolved issues with her family, Oh, her scheiße. friends, and a string of angry exes. As Jala, you're going to be forced to confront everything that you have been avoiding through cooking challenges and colorful turn-based battles. A Plague Day kommt safe zum Schluss. 100%ig. The decisions you made in the past. Hope your bag is packed. It's time for a trip back home with Thirsty Suitors. Outer Loop Games is a fully remote studio that we started 5 years ago with the idea of making games. Junge, der hat aber auch die eine andere Substanz genommen. Augen waren mal auf 7:30. To the UK, Toronto, East Coast of US, like New York, and then 2 in Brisbane. Our first project was a game called Falcon Age. It's an action-adventure game about raising a falcon and fighting colonizers. Falcon Age was the first time I personally have ever worked closely with someone else who's brown and South Asian on a team. I'd been in the industry for about 8 years by that point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was Ich habe den Greenscreen ein bisschen weiter weggestellt, sieht man aber trotzdem nicht, dass ich... Ja, ich habe ein bisschen das Fenster verkleinert, weil das war ein bisschen zu heftig, dass in die Stange bis da hinten. Hat alles noch eine halbe Stunde noch gemacht. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Der versteckt sich hinter der Zeitung. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills, our hometown. I still don't get why we're back here. Jala is an extremely relatable character for anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. She sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex-bestie, but she's also your ex. The ex. She's kind of a hot mess at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic for the player to get to know each of her exes. Oh, der hatte keinen Schlaf mehr gehabt, das kann auch sein. Every time you Nur am battle one Worken. of your exes, they go into their own inner space, like a fantasy land. Warum gehst du? Tanzwettbewerb oder was? So the way we design combat is based on like a Yalla. non-violent beating up with each other. What I consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects Och or nö, ey. punches and kicks Was ist denn exist, das? but they only exist in the form Nee, of like ist a nicht so mein... holographic fist. Junge, die sind echt am Tanzen, ey. Come on, Sergio. Let's dance. Did I mention I spent a year abroad? Was für Let's Dance? Trying to distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that matched the lightheartedness and the theme of the game. And I wanted to create art. Es ist ein indisches Studio, ne? Ja, okay, dann... Dann kann man das eine mit dem anderen nach Bedarf denken. Weil da wird ja viel getanzt in Indien. I enjoyed the fact that this game is Oh about nein, es geht in Rot reconciliation, wieder. Oh something nein. that a lot of people don't Aber get nur to ganz do kurz. in real life. I'm sorry I came on so strong, Jala. I've had this Wie heißt das nochmal? fantasy Bollywood, ne? for so Haben die ja immer diese Bollywood-Tänzen. It's time I got to know the Boah, ich hasse sowas. I'm ready to move on if you are. Bin ich nicht der Fan von. In a lot of families, food plays a large role in the culture and a large role in learning things from your parents and being able to pass those on. And it's a part of Jala's journey, being able to reconcile that relationship with her parents. It's an outlet for her to be able to do that on their grounds and, you know, reconnect with her culture. Skating session in our game is supposed to be really easy and accessible. Wir sind jetzt zum I didn't want Tanzen to make, auf like, this Skaten. hardcore Okay. skate simulator. So the way I've designed the game is to make the players be able to do fun-looking things like wall run grinds and other acrobatic tricks on a skateboard without the complexity of button inputs.
from where we're coming from, we're making this game, we want it to feel very familiar to immigrants and people of color and particularly like South Asians, so that they can see themselves. But I think it's also a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else, you know, come be part of this. We're making a role-playing game. Part of the pleasure of that is in inhabiting someone else and living their life. And I think that's kind of what we want to give players, this idea of being very grounded in Jala, this very specific character and her story and her personality, some of which is shaped by her culture and some of which is who she is. Was geht jetzt ab? Das ist eine Kartoffel. Imagine a world where the richest people on the planet move to Mars in the midst of a climate catastrophe. In the Cub, that's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition, they may get a lot more than what they bargained for. Demagog Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators and developers who make interactive experiences for a generation that might just live to witness the end times. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial success. Currently, we Demagogs are working on 2 games, one of which is a prequel and sequel to Golf Club Wasteland, a 2D cinematic platformer called Ich habe immer so Angst, dass es wie runtergeht, ne? Dass wie rot wird. Deswegen gucke ich jetzt mal darauf. Ach, das Game kenne ich doch irgendwoher. Essentially the Jungle Book set in an urban Silicon Valley. Dieser Typ, der genauso aussieht wie der Avatar, ne? Charakter. After the great climate catastrophe, the ultra-rich have evacuated to Tesla City on Mars. The rest of us died. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid while playing golf. Upon discovering the cub, the science expedition turns into a relentless safari-like hunt. The kid ducks and dives through urban ruins. The little barbarian bastard has a plan. Die Kamera ist auch ein bisschen deplatziert, ne, wenn ich darauf... Ja, die Musik kommt ja... Das kam schon mal in den Trailer, ne? Die Kamera ist auf jeden Fall deplatziert da. Ich müsste die mal da auf dem Bildschirm drauf machen. The cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. The helmet airs Radio Nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Radio Nostalgia from Mars. Hey, was ist denn jetzt los? The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology, future retro, a sci-fi scenario that prompts us to re-evaluate the things we already have today, from friends and family to basic Die zeigen auf jeden Fall ausführlich das Game. Hatte ich mir auch schon gedacht. Bei den neuen Spielen. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Brutalism stands for the 20th century and its apocalyptic war history. It stands for faith in large-scale progress through technology that spans multiple ideologies, which led to breakthroughs but also to pollution and climate change. In the 21st century, we have a brutalism of the soul, a reordering of the human psyche through the internet, as exemplified in the millennial pink neons peppered throughout our game's cityscapes, such as digidopamine or doom-scrolling. Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into ruins, just as humanity might. Was ist kein Copyright-Musik? Was, das Game ist am Arsch? But also old school Sega games like The Jungle Book or Aladdin. Das ist immer dieses typische... Das ist nichts Besonderes eigentlich, das Spiel. Sieht zwar nett aus, aber...
hat immer genau das gleiche Konzept, hat auch andere Spiele gehabt, weißt du, was ich meine? Ich will was Neues sehen, du hast krasses Neues sehen. Reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find that enrich and inform the narrative, and also poke fun at future and current events at the same time. Hopefully, the game will make people feel, open the players' minds, and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know, what platformers are best at. Enlightenment of the soul. Was war das denn? War das nicht Super Mario Anlehnung gerade? In 1998, the fates of two families converge at a motel in the Arizona desert, where a robbery gone wrong changes all of their lives forever. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that night will alter the course of their lives through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Hello, I'm Caroline. And I'm Charu. We're excited to be here and would love to tell you more about Interior Night and our game As Dusk Falls. Oh, hey there. Got your card back for you. You were right. Junge, das ist doch kacke, diese Dia-Show. Ah, nee. Ich meine, sieht cool aus. Das sind ja, glaube ich, echt auch Leute. Mit so einem Effekt drin. Aber diese Dia-Show, ey. As Dusk Falls is an interactive story. The decisions you make do have consequences. Denkst du erstmal, das Spiel leckt? Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. We have the loving family, the Walkers. So, what's next? License plate game? Another round of row, row, row your boat? And the Halls, which are the more desperate family. Come on. This is 2-Rock, not NYPD Blue. Now get looking for that safe. Ich hatte eben auch direkt die Query gekauft. Auch nicht installiert, aber gekauft. Mal schauen, das hatte bei Steam nicht so eine gute Bewertung. Vielleicht so wie die anderen Teile. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so geil sein wie das Until Dawn, aber ausgeglichen stand auf der Bewertung. Aber wir werden es selber mal ein Auge drauf werfen. Kommt aber leider erst im Juli, weil ich genug Spiele momentan habe. Und weil ich mich immer vor Horrorspiele drücke. Ja. Aber nächsten Monat The Quarry und halt Stray. There's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. We stay alive, we keep the house, everything goes back to normal. There's our third main character, who is Zoe. Daddy, are we gonna play? You bet we're gonna play. Who you see across the 6 chapters from when she's 6 until she's 19 and she's becoming this young woman. The visual art style of our game is unique, and it was crafted especially to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D ja, ist sehr geil gemacht auf jeden Fall. In an evocative 3D world. Ist alles gemalt, ey. Es ist keine... Aber das sind aber die echten Schauspieler, guck. Nur, alles nachbearbeitet mit Effekten und so. When it comes about like writing the story, we work probably a bit more like TV. So it's a very long process. It's dozens of versions of script. So it's not a linear one version of the story. We have to think all the choices, all the narrative space, all the branches feeding into one another. It's kind of a 3D map. Ich habe mich so gefragt, kann das sein, dass vielleicht dieses Jahr sogar The Witcher 4 zu sehen ist? Aber es kommt ja erst in 2 Jahren, ne? Aber trotzdem könnte man schon mal was rausbringen, finde ich. Mal gucken, ob Xbox im Bethesda Showcase was zu sehen ist. Ich gebe mir so alles an Erwartungen. Wahrscheinlich kommt nur die Hälfte, was ich sage. Oder überhaupt gar nichts. And try to empathize and understand and relate with all of them.
Did you get the money? Oh, we got it all right. Nice work, guys. Hold on tight. Family meals are a time not just to create memories, but to share them. For Venba, the mother of the family, cooking is a way to connect to the culture and the life that she has left behind, and pass those memories on to her young son. Each recipe she teaches him is not just a list of ingredients, but a piece of a much larger story about where he comes from, who his family is, and the challenges they face. Here's a taste of what's to come. Letztes war ja nicht so geil, ne? Hab ich gerade geguckt. How did you get started in game development? Well, basically, I took a quiz online to figure out what my career should be back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. Hast du schon 6 Spiel? We were working on this project called Balloon Man. It was this Mega Man style boss rush game about this depressed superhero whose superpowers are only to make balloons. We were a couple of months into the project when Abby texted me this paragraph pitch of Venba. Die Microsoft war vor 2 Jahren geil, ne? Letztes Jahr war nicht so geil mit Xbox und Bethesda. Einerseits, weil Bethesda kaum Spiele rausbringt. Gefühlt. Nur Skyrim DLCs. But during this move, her recipe book gets damaged. So as the player, not only will you be cooking various South Indian dishes to restore these recipes, but you will also be exploring the story of this family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Maybe because my mom was there, I felt a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to not work on, so we decided to move on to Venba. Venba at its core is about the relationship between the mother and the son. One aspect that we wanted to touch upon. Verstehe aber nicht, warum das jetzt einen guten Bereich ist, obwohl das über 5000 Kbits hat. He loses touch with his mother Tamar, and he adopts English instead. So as a result, the literal communication between Venba and Coven is quite broken. And you can see this in the recipe book given to Venba by her mother as well, because in the travel, the words and the pages get damaged. So as a result, the communication between generations there too. Hat's wieder hochgekriegt. Venba, who feels a lot of guilt for having moved. Ich habe jetzt 9:03 ausgelassene Frames. Like her culture, her language, her food, the longer she stays here. So it becomes really important for her to fix the recipe book, because for her that's a way for this link to persist across generations. Geht noch so gerade, weil YouTube sonst immer hier sagt, schlecht, so und so muss das machen. Aber geht noch so gerade. Was machen die jetzt da? Hallo? Ist das Kochstream oder was ist denn hier? Was ist denn? Ist das ein Kochspiel oder müssen die... The cooking gameplay specifically was a big challenge for us. Guck ich mir hier an. Nein! Ach komm! Most cooking games that we know fängt wieder take an. a lot of the physical elements of cooking, like chopping an onion or flipping a pan, and turn those into Ich guck einfach nicht mehr actual dahin. gameplay mechanics. This didn't really fit the theme and the story of Venba, and that's where the damaged recipe Komm. book idea Lass so came laufen. to fruition. We thought that a puzzle-based cooking game made for a much more compelling and appropriate gameplay mechanic. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Von jetzt auf gleich, weißt du, auf 322 Kbits. I wanted the sound effects to be really realistic and reminiscent of a South Asian kitchen. I recorded like the dishware that we use, some utensils, just items from the kitchen. But that also involves a lot of recording of actual Ich nehme die Sounds auf. I wanted the sounds to be very nostalgic for those that grew up in a similar background. I wanted this emotional impact to come across through sound. The music in this game, it primarily comes from an in-game radio influenced by
Tamil movies. Das ist alles so music indisch, were a ne? huge part, Angehalten irgendwie. of my life growing up, and we took a lot of effort to make sure that the songs sound like something you would hear back home when you would turn the radio on. Das ist normal, dass es alles so indisch gehalten ist. It was the hardest thing for me to choose what recipes get showcased in the game. It's impossible to do justice to the wide range of dishes and cuisines that we have. Instead, I just focused on what recipes would make for fun gameplay puzzles and what ingredients would this family have living in Toronto. Even though the story of Venba is pretty Ja, das geht hoch, runter, hoch, Tamil runter, culture, hoch, runter. I think it hits on some pretty universal themes. The influences for this game, it primarily draws from Juckt mich the gar stories nicht, of ja. families that I see here, especially the relationship between first generation parents. Vor allem and their Anfang children. alles super. Ich sag nie mehr wieder was. We're hoping that in the future we'll keep being able to tell these kinds of intimate stories through gameplay. You know, maybe it'll make you want to call your mother in the end. 2 years ago, the game A Plague Tale: Innocence invited audiences into the world of Amicia, a teenage girl living in 14th century France. Ich guck mal gerade, ob die Probleme haben. Use courage and cunning to protect your 5-year-old brother Hugo from soldiers of the French Inquisition, swarms of rats carrying the Black Plague, and the supernatural evil coursing through Hugo's Die haben kein Problem. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale: Requiem. Get ready for hand-to-hand battles on ruined castles, thrilling adventures on the high seas, and yes, Vodafone more hat kein rats than Problem. ever. Trotzdem. Oh, da bin ich. He doesn't deserve this. A Plague Tale. Et Asobo, en fait, Asobo, on est un studio de développement indépendant. Et on l'est depuis le début et depuis toujours. Au départ, c'est 12 passionnés qui font Französisches Studio? Ach, super. un garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoint par 250 passionnés aussi. Et c'est ce qui nous permet de faire des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem, par exemple. Is it? The bite, yes. They've locked the arena down. Boah. They let them die here. What is subject to change? Plague Tale, c'est notre bébé à nous. C'est en tant que studio indépendant, c'est la première fois qu'on se lance. Die auch alle erwachsen geworden sind, ne? De personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche au départ. Donc on voulait un jeu d'aventure, un third person action adventure. Et on s'est dit qu'en fait notre meilleure chance c'était de partir de notre spécificité de français en fait. On est dans un pays chargé d'histoire, Bordeaux est chargé d'histoire, on vit tous les jours dans des Also villes es qui ont plusieurs liegt nicht an meiner Grafikkarte, liegt nicht an der Prozessor, liegt wahrscheinlich am Internet. Ce qui nous a permis de donner au jeu une identité vraiment forte et de s'écarter un peu du côté. Das scheinbar 500k zu wenig ist dafür. Qui correspond exactement à la nécessité de construire une histoire qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. Une grande sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, Ich hoffe, qui va kommt parler Release un peu jetzt. à tout le monde. Kommt et safe ça a été dieses vraiment Jahr. le point de départ. Hugo et Amicia, ça a So été wie es ausschaut, les dieses personnages Jahr. qui sont nés. Amicia, la grande sœur, et sa manière d'appréhender un petit frère. Aber ist der erste Teil, ne? Ich hatte A Plague Tale: Innocence. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde, et en réalité Aber das ist der chargé d'un zweite. pouvoir et qu'il dépasse. Et comment ce duo va grandir ensemble et réaliser l'histoire beaucoup plus grande qu'eux qui est en train de se réaliser et dont ils sont les acteurs principaux. It's bleeding again. Yes, we should fix that before it gets infected, I guess. Amicia, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur l'infiltration et la survie. Le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les rats ou des ennemis humains. Après, Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, elle va devoir faire face, donc avoir des phases plus orientées action, plus orientées War schon ein geiles Spiel, Plague Tale: Innocence. toutes ces phases-là construisant Lohnt sich auf jeden Fall den zweiten Teil zu un holen. narratif qui vient servir l'évolution du personnage. Donc ça, Ich mochte einfach die Story son dahinter. rapport à la violence, son Waren zwar alles rapport Kinder, aber au monde, à chaque fois est nourri par die la Hintergrundgeschichte gefällt mir auf jeden Fall.
Und das ist ja auch irgendwie wahre Begebenheit, ne? Wenn man so bedenkt. Rattenplage, maladie, c'est jamais très Peste. évident, surtout dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité et pouvoir lutter contre quelque chose. Donc on a utilisé la représentation la plus symbolique de la peste, qui était les rats. Ça faisait une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, il en fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les champs, dans les forêts, pour montrer la maladie qui progresse et qui ravage tout sur son passage. Donc les rats sont une version amplifiée d'une maladie qui se propage. C'est à la fois une menace mais un outil pour Amicia, c'est-à-dire que grâce au pouvoir d'Hugo, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Mais souvent, elle va devoir faire face. Ich sag mal, das eine mit den Ratten war aber auch immer cool mit den Rätseln, ne? Wie jetzt gerade zu sehen ist. Chapitre un peu comme des épisodes. Cette impulsion qu'on a, dass sie das Licht nicht mögen und so. Série, la retranscrire en jeu vidéo, c'était essentiel pour nous. C'est une technique d'écriture assez large. C'est vraiment une architecture globale. Haut doch mal einen Trailer raus und hört auf zu reden. Hallo. Verstehe so die Hälfte. Chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là, il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de pondérer, de se dire, ok, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici. Là, on va laisser faire le gameplay. Et donc tout ça, ça se fait avec Kevin. Enfin voilà, c'est une discussion qui est permanente au fil de 3 ans de production, constamment de faire évoluer le jeu autour de ça. You should sit down. Oh, so that's all you have to say. Tja, sieht auch komplett anders aus, ne? You can do better than that. Das ist nicht der Junge, sondern der eine, ne? Stop. No. Do you see the situation we're in? Dieser, der mal alles lernt. Faire plein de projets nous a obligés à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie, mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe engine à la maison, ça nous permet d'aller voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner et ça permet d'atteindre des prouesses comme par exemple les gigantesques hordes de rats qu'on voit défiler sur les villes dans les trailers ou des choses comme ça. Mais après, on a vu aussi nos faiblesses à certains endroits, notamment, il a fallu s'en rendre compte, hein, les cinématiques qui demandaient une logistique. Ich habe gedacht, das kommt aber zum Schluss. On a vraiment investi sur un studio motion capture qui nous appartient et qui nous a da war ja noch ein paar Spiele, ne? Flexibilité en termes de tournage. Das vierte Spiel, das Zeit wird, oder? I don't know what's happening to me, Lucas. Die haben sogar Animation inszeniert. Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive, il a plein d'idées. Et là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de comment des scènes, das geht's runter wieder. Ach, komm. Donc avec de la musique. Et il y a des moments où il nous sort des compositions incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Donc il va falloir se battre un peu pour remonter nos trucs et accompagner sa musique. Parce que, alles selbst gemacht, Musik, was ist denn jetzt los? Ça marche dans les deux sens. L'amour vis-à-vis de nos personnages, c'est une chose qu'on einfach zwei Dinger, au ne? quotidien. Et moi, je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On veut rien faire gratuitement. Seiten. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais il y a toujours une raison à ça. Ça suit vraiment une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on réalise quelque chose pour Requiem, quand ça sonne faux ou quand ça passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent non, ich würde sagen, so September kommt das. C'est amusant parce qu'ils font jouer avec nous en fait un peu. Oder Oktober. September oder Oktober. I allow. Ja, danke für... When Cuphead came out in 2017, the first thing noch kein Release-Datum, was Alter. the distinctive cartoon art style, inspired by the golden age of American Junge, bei Games ist das so dumm, ne? Weißt du, bei Filmen gibt es immer so Release, die gehen ins nächste Jahr rein. Oder ins übernächste Jahr. Aber da hast du einfach, keine Ahnung, weiß man nicht, irgendwann dieses Jahr ist.
Was für dieses Jahres. Sag doch und dann mach's. Und dann, wenn es nicht klappt, dann verschiebt das halt wieder. Ganz vergessen, ey. Genau wie hier die Scheiße. Ah, ist alles noch abfuckend, wa? Dass sie auch keinen Trailer rausgehaut haben mit Release-Datum einfach. Oder halt wird so gemacht bei der Xbox Speed Tester Showcase. Kann auch sein. Muss man mal schauen. Cuphead habe ich echt oft gesehen, ne? Mittlerweile. Das ist doch schon längst draußen, oder nicht? It's a true second helping of screen-filling, boss battles, imaginative stages, and new powers. This new adventure and expansion lets us really give Ms. Chalice a chance to shine. Das ist nicht die von gestern? We had always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. This was our opportunity to further explore animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. The origin of the original Cuphead character, we probably went through about 300 concepts. We began brainstorming in the 1930s tradition of giving inanimate objects faces and personalities. We really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic joyful heroes we loved growing up, like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. Yeah, Mickey. And then one day we just had one of those amazing aha moments when a loose sketch of a silhouette Moment. and a straw Okay. began to take form that would eventually become Cuphead. Having the chance to re-explore this world, to make something special for our fans while taking our time on the little details and making sure we're getting them just right. In so many ways, Cuphead, game and character, has been with our whole team through life's many changes. These characters have become like children of sorts, and getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story is just really exciting. Geschwister, genau. Töchter. 30. Juni, Alter. Junge, das Spiel ist doch schon längst draußen. Ich hatte es doch vor 2-3 Jahren mal bei Gronk gesehen. 2016's Oxenfree introduced the supernatural coming-of-age story Oder war es eine Beta? of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxenfree 2 Lost Signals brings us a different kind of coming-of-age story, one about Riley in her 30s facing the choices she made as a young adult and figuring out what comes next. This is Oxenfree 2 Lost Signals. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. Sieht ein bisschen psychisch aus, psychologisch. Bit of a leap there. We could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. Nee. I can make it. Das ist schon zu viel für mich. Can you? Dieses Gelaber. Because... Well, we'll see, won't we? Riley! Riley! What I think has allowed Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these characters. It's all about the characters. The characters of Oxenfree are intended to feel like people that you would know.
You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally unprepared for? It's open-ended enough that you can always ask yourself, what would I do in this situation? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's, sort of pretty, in a way. No, it's amazing. In another life, I would have been a geologist. Or took at least an intro to geology course, you know? Oxenfree is a game about some really relatable characters, but put in crazy, unrelatable situations. Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxenfree 1, Riley did not have the best time growing up in this area. The first game, really tight kind of focus on a few classmates. This game is about Riley coming home and interacting with Jacob, who is somebody who she went to high school with, dealing with her father, dealing with a whole host of new characters that are along this coast. If you know the tunnels well enough, you can walk to and from practically any point in town completely underground. Have you, been down here before? Me, personally? No. Some of the kids do, or did, in high school. They'd crawl in here, light a fire, make out, or whatever. But I'm too little a fan of small, dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of main counterpart throughout the game. You take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. Funny how just a little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? And his animation also gave him that laid-back kind of, hey, I'm just hanging out here in the woods, not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxenfree 1, and particularly the history of Maggie Adler. Maggie was the woman that first kind of discovered what radios could do. She was the one who was kind of tied to the events that really kicked off the whole story. Hey, if you're on this frequency. Yes? My mom used to tell me stories. That's why I'm calling. Because one of the stories was about tonight and the things that are going on. The cool thing about the radio Sieht aus wie so ein Backofen, a whole wenn du different einstellst, axis of exploration to the Temperatur. player. It's not just exploring Edwards Island as a space, it's exploring Edwards Island as an infinite number of kind of radio frequencies. Certain objects in the game will resonate with certain frequencies. Hey, it worked! I think. I mean, Hey, we're not 1890. dead. The alternate timelines in the Oxenfree universe are really interesting because Hey, schon das it allows the player to 1890. explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back when the mine was somewhat operational. I don't think anyone's around. Let's see if the time tear opened anything up. The player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. Portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portals are fascinating, very beautiful, very mysterious, but ultimately very dangerous. Jacob? The stakes are very high for this one. One, we've got a new set of antagonists who are actually actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. But two, while that is happening, we're seeing tears in time. Those tears are allowing things from completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the fabric of time and space kind of melting down. I mean, look, when you're messing with the time-space continuum, that's just a bad idea. Riley, come in, Riley. Can you hear me? Riley? Riley, are you there? Weiß ich nicht. Irgendwie ist die Präsentation nicht so geil. In Immortality, created by Sam Weil irgendwie alles mal reden, nicht einfach laufen lassen. and telling lies. Gibt You don't bessere, find ne? one, you find 3 unreleased films spanning over 3 decades, and they all star Marissa Marcel, who has since disappeared. So, can you
watch footage and behind-the-scenes clips and interviews to piece together the Na, mystery keine Interviews. of Nein, Marissa hör auf. Lass es. This is Immortality. Hey. What is your name? Marissa Marcel. First heard about Marissa Marcel in 20. Willkommen 1920. I was at a party in Hollywood and I was listening in to these old guys, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, and one of them brings up the story of Marissa Marcel, this actress who shoots 3 movies over 3 decades and how none of the movies ever comes out. I was interested, and after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued, so I continued to dig and attempted to find something more concrete. Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It is finished, right? Yeah, it's finished. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who you probably know from his movies such as Marion and The Man Who Dreamed, was casting for his new movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yes. 2 years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. In it was footage from rehearsals, behind-the-scenes B-roll, and completed shots from the shoots. As far as we can tell, this is everything that remains of Ich the schlaf 3 gleich Marcel ein. Marceau movies. Was ist das für eine Präsentation? You could have walked away from this. We brainstormed how best to use this footage, how to make it available to the world. So first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. Ich guck mal gerade There were kurz. enough Ich gaps hoffe, ich where kann we das. weren't able to cut full movies. So we took Ja, Chat schläft auch ein. Ja, das war ein Fehler. Fisher or John Derek. And to build on this idea, we Don't came up really with a shed new sehen. mechanic, a kind of visual concordance. Does this work as confession? Exploration. Aber ich verstehe nicht, warum die nicht abschalten. Good work. Meist haben wahrscheinlich schon abgeschaltet. Ich weiß nicht, wie viel. When you're watching, 12.000 gucken zu. you can stop and point to an image, an actor, a prop. Wie viel am Anfang The waren, system weiß ich will nicht. create a match cut to another piece of footage Müssen wir without eigentlich image. nochmal mal gucken, ne? So you So als kind of Vergleich. surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. It's Movie both the game, expressive Slab. and exploratory, like the best of video games. Cool to watch, not to play. When you have a situation like this, where no one really knows what happened to Marissa Marcel, people tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word haunted. Hätte nicht gedacht, dass das so langweilig wird. Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter than ever. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. When Trevor learns the truth from a rogue technician, he goes on the run. But how do you escape in a world where everyone is always watching? Das schlechteste PK, die ich jemals gesehen hatte in meinem Leben. Now in its 55th Obwohl, nee, es gab noch eine schlechtere. American Arcadia. Ich weiß gar nicht, welches das war. Ah ja, das war auch dieses Jahr, ne? Junge, wir waren nur am Labern. Control subject on the run on camera Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los Una 70, Atarascara. donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos sin saber que Heute están señalados haben wir 24 heute viele horas Sprachen del día. gelernt, Para ne? nuestro protagonista Trevor, que vive una vida simple, aburrida y feliz, Französisch,
Spanisch. Y cuando descubre la verdad, tendrá que escapar de Arcadia. Stop immediately. Genau, ID Xbox Twitch Gaming. Indie Showcase, die waren Por otro beschissen. lado está Ángela, es el ángel de la guarda de Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal, por el mero hecho de hacer el bien. The hallway to the server room is tracked by 3 surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al game. Get over that crane, Trevor, quick! The crane? Yes, trust me! Ich meine, hätte man sich auch denken können, ne? Aber man kam jetzt nur wegen der Plague Tale Requiem, ob die ein Release-Datum geben und einen Trailer. Kam nicht. Deswegen würde ich jetzt abschalten. Weil, guck mal, jetzt funktioniert die Scheiße, ne? Jetzt ist das Internet on perfect. Kannst du keinem erzählen, ey. Usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Ich werde überwacht, da werden wir hier Bueno, para American Arcadia las referencias visuales más inmediatas son el show ein paar Mal hier el mich Logan, el wegzubellen. y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70, por lo que no hemos tenido que ir muy lejos para Ja, komm. la hora de buscar Wir schalten ab. referencias visuales, puesto que la mayoría las llevamos ya. Wir gucken einfach morgen. Morgen wird es auf jeden Fall besser bei Future Game Show. Das wird mal gut. Aber das ist ja katastrophal, ey. Nur am Labern. Ja, ich habe auch ein paar Lecks hier an dem Stream. So habe ich habe immer noch grünes Licht, aber hier im Stream leckt das manchmal. Das ist jetzt neu. Das ist überfordert von 12.000. Wie viel es jetzt wohl sind. Ich bin wirklich jetzt interessiert, wie viele jetzt haben. Weil das aktualisiert auch gar nicht. Ja, ansonsten war es das jetzt. Was tun die da für Bilder rein? Immer noch 12.800. Keine Ahnung wieso. Falls was Spannendes kommt, werden wir es morgen gucken. Aber jetzt war es das für mich. Jetzt schlafe ich gleich ein. Das ist eigentlich das Beste für mich. Weil die Spiele sind so lala. Ja. Ich bin immer so ein Perfektionist. Da muss mal was Geiles sein. Okay. Ist er gekommen? Did you get any exercise at all? No, not since PE in high school. Because of my metabolism, I don't easily gain weight. Warte, schreib mal was. Okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. Sass. In American Arcadia, Ah jo, what schreibt we einer. want to tell is that you Okay. don't Haben wir need doch gestern to auch gesehen, live ne? just for getting likes on social networks. Ja, Just do wir sehen uns the am things that Morgen. make you happy. Gleiche Uhrzeit, 21 Uhr. Haut rein. Ein bisschen vorher, ne? Halt. Ne? Und ciao. Oh, ist glaube ich auch jetzt zu Ende. Ja, gut, perfekt. Das war's. Haut rein, bis dahin. Ciao.